Wie Sie die Ergebnisse Ihrer Umfrage exportieren. Für den Export der Ergebnisse bieten wir Ihnen 4 Formate an. Zusätzlich gibt es noch eine API-Schnittstelle. Das heißt, Sie können auch per REST API oder per Zapier-Schnittstelle sich die Daten exportieren und in einem eigenen System verwenden. Wenn Sie aber bei uns über die Oberfläche gehen, haben wir 4 Formate. Das ist einmal das CSV-Format, das ist das Excel-Format, das klassische SPSS und das PDF-Format. Grundsätzlich sei gesagt, alles, was wir hier sehen, geht 1:1 in den Export über. Das bedeutet, wir sehen gerade das Gesamtergebnis, also würden wir auch das Gesamtergebnis in den Export bekommen. Würden wir uns ein gefiltertes Ergebnis angucken, bekommen wir auch nur dieses gefilterte Ergebnis in den Export. Würden wir uns ein vergleichendes Ergebnis anschauen, wie es auch immer aufgebaut ist, bekommen wir ein vergleichendes Ergebnis in den Export. Also alles, was wir sehen, wird 1:1 exportiert. Das hilft Ihnen dabei, wenn Sie zum Beispiel über Excel weiterarbeiten möchten, dass Sie hier schon die Daten vorreduzieren können. So, bei Excel und CSV, die sind eigentlich von den Einstellungen sehr identisch, nur das ist halt das Endformat ist ein Tick anders. Haben wir hier die Möglichkeit, einmal die Fragen dementsprechend an- oder abzuwählen, die wir gerne exportiert haben möchten. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, erweiterte Daten zu aktivieren. Das wäre einmal das Gerät, das Teilnahmegerät, welche Sprache der Teilnehmer benutzt. Wenn Zugangscodes benutzt wurden, kann man die hiermit wieder übergeben, um einen Abgleich zu machen. Ich habe die Möglichkeit, die Besucherquelle mitzugeben, Parameter und Variablen. Falls die gesetzt worden sind, kann ich dementsprechend auch übergeben. Und wenn wir, wie in diesem Fall, über die Teilnehmer-Einladungsliste Employee eingeladen haben und dort zusätzliche Spalten definiert haben mit weiteren Werten pro Teilnehmer, können wir auch hier sagen, dass wir diese Information in den Export übernehmen möchten. Das ist, wie gesagt, einmal das Format Excel und CSV. SPSS ist sehr identisch. Hier haben wir aber nur diese erweiterten Daten, nicht die Daten aus der Teilnehmerliste. Und im PDF haben wir eine kleine Änderung. Das ist ein Tick anders, weil wir hier ein visuelles Format haben. Das heißt, wir haben ein fertiges visuelles Format. Das sieht genauso aus wie hier die Charts. Das heißt, ich habe oben das Diagramm, unten die Datentabelle. Ich habe oben, denn auf der nächsten Seite wieder das Diagramm mit der Datentabelle, die Farben, die Einstellung. Alles wird 1:1 übernommen. Und hier haben wir noch eine Besonderheit drin. Das heißt, wenn wir Fragen haben mit Textfeldern, wie zum Beispiel hier, dann haben wir hier die Möglichkeit, einmal das Diagramm natürlich zu exportieren, was nicht unbedingt einen Mehrwert bietet, aber wir wollen ja auch die Textantworten exportieren. Da müssten wir einmal hier draufklicken, dann werden die Textantworten von dieser Frage mitgegeben. Und wenn wir dann aber auch wollen, dass die Wortwolke und die Verteilung mit in das PDF übergeben werden sollen, dann bitte diese auch hier anwählen. Und ich muss halt nicht überall alles anwählen. Das heißt, ich kann das auch individuell gestalten. Und wenn ich jetzt den Export starte, wird halt genau das, was ich hier ausgewählt habe, in den Export übergeben.